Servus, Sawadikap und Aigude, der Stefan hier. Heute mal mit einem Thema, über das man eigentlich gar nicht spricht. Über das man vielleicht mal in irgendwelchen Foren lesen kann. Versteckt hinter irgendwelchen Pseudonymen werden dann Fragen gestellt und Antworten gegeben, wie sinnvoll und ernsthaft sind. Die sind, sei mal dahingestellt. Was tun, wenn es juckt? Also, heute erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Seid gespannt. Es geht los. Pattaya Third Road, einer der Hauptverkehrsadern hier in Pattaya. Auch erkenntlich immer am stockenden Verkehr, wenn es Richtung Ampel geht. Hier in einer Seitenstraße zu erkennen, oben an diesem Schild Klinik Life Care Pattaya. Da gehen wir heute hin. Ein Labor, Medical Center and Laboratory. Es ist so schwer in Englisch zu sprechen. Also medizinisches Center und Laboratorium. Hier in Pattaya eine Seitenstraße der Soi 3, versteckt hinter Büchen. Gibt es eine Klinik, da kann man sich zum einen seinen Blutzucker messen lassen, habe ich jetzt rausgefunden, ist gar nicht so weit weg von mir zu Hause. Und vor allen Dingen, ihr könnt hier einen Covid-Test machen lassen. Und was noch viel wichtiger ist ein anderer Test, den man hier machen kann. Da erzähle ich gleich mehr darüber. Dass die genaue Location von diesem Laboratorium blende ich euch jetzt auf Google Maps ein. Da sollten auch noch mehr Informationen verfügbar sein. Ich zeige euch dann auch, welche Services die anbieten und wie ihr die nutzen könnt. Also, bis gleich. Pattaya, Soi 13, 2 sind wir hier. Das ist noch nicht mal mittendrin im Vergnügungsviertel, aber wenn ihr hier oben schon mal lesen könnt, Relaxing Massage with lovely ladies, dann könnt ihr schon mal sehen, Massage ist nicht unbedingt das Hauptziel dieser Damen. Und wenn man hier mal ein bisschen weiter guckt, angeboten wird hier alles Mögliche. Und ihr könnt hier auch für Geld alles Mögliche bekommen. Manchmal bekommt ihr auch mehr, als euch lieb ist. Und das gilt nicht nur für Pattaya, das gilt genauso für Phuket, für Bangkok, für Castrop-Rauxel, für Wanne Eickel und Bitterfeld. Überall da, wo es zwischenmenschliche Beziehungen gibt. Oh, und jetzt wird die Musik ein bisschen laut. So, die laute Musik haben wir jetzt hinter uns gelassen. Also überall da, wo es, wie soll ich es nennen, käufliche Liebe, Zuneigung, wie man es auch nennt, ihr wisst, was gemeint ist. Also ihr kommt hier für den Betrag X, bekommt ihr was und manchmal bekommt ihr halt noch mehr. Und darüber geht es heute in diesem Video, weil jeder spricht über die Mädchen, jeder spricht über die Bars. Jeder will wissen, was kosten die Frauen. Und keiner spricht darüber, was man zu den Frauen eigentlich noch alles dazu bekommt. Und das ist manchmal sehr unangenehm. Und was es dann so alles dazu gibt, darüber erzähle ich gleich. Und wie man es erkennen kann und wie man es dann eventuell wieder los wird, dazu erzähle ich euch später in dem Video. So, wir sind hier an der Beach Road. Die laute Musik ist jetzt verschwunden. Geschlechtskrankheiten, das ist eigentlich heute das große Thema. Das gehört eigentlich hier schon fast zur Tagesordnung. Und die häufigsten Krankheiten, darüber geht's eigentlich jetzt in dem Video. Was kann man sich hier einfangen? Gonorrhoe oder Tripper auch genannt.
eines der weltweit am meisten verbreiteten Geschlechtskrankheiten. Und viele glauben, wenn sie Kondom benutzen, sind sie dagegen gefeit. Dem ist allerdings nicht so. Ihr könnt euch das Ganze bei diversen Dienstleistungen einhandeln. Ich habe es euch gerade gezeigt, Massage, nicht überall, wo Massage draufsteht, ist auch Massage drin. Die bieten zwar Massage an, da werden aber ganz andere Körperteile massiert und das nicht nur mit der Hand. Also auch beim Oralverkehr könnt ihr euch mit Gonorrhoe oder dem Tripper anstecken. Und die Symptome, die sind gar nicht immer klar erkennbar. Manchmal verläuft das Ganze auch ohne Symptome. Wenn ihr euch beim Oralverkehr, beim gegenseitigen Oralverkehr angesteckt habt, das kann auch mit Halsschmerzen anfangen. Das kann durchaus schon mal ein Tripper sein. Wenn ihr eine Bindehautentzündung habt, wenn die Augen vereitern, das kann auch ein Tripper sein. Wenn es juckt, wenn ihr Ausfluss habt, kann ein Tripper sein, muss aber nicht sein. Also manchmal kann man es gar nicht erkennen. Und wichtig ist halt, dass man sich dann, wenn man regelmäßig oder wenn man wechselnden Geschlechtsverkehr hat oder Geschlechtsverkehr hat mit wechselnden Partnern, dass man sich dann auch mal untersuchen lässt. Chlamydien, das gehört auch zu diesen Geschlechtskrankheiten, ähnlich wie Tripper, die eigentlich kaum Symptome verursachen. Das kann mal jucken, es muss nicht jucken. Wenn man es hat, es lässt sich gut mit Antibiotika behandeln, nur man muss es halt mal testen lassen. Habe ich es denn oder habe ich es nicht? Wenn ihr es nicht habt, ist alles gut. Wenn ihr es habt, ist es weniger gut. Es kann Langzeitschäden nach sich ziehen und vor allen Dingen, wenn ihr es habt und nicht wisst, ihr könnt eure Partnerin anstecken. Und wenn ich jetzt mal hier so rund schwenke, ich muss mal gucken, ob ich die Kamera wechseln kann. Da seht ihr schon die Königinnen der Nacht, die hier auf Kundschaft warten. Und das ist schon ein Multiplikator. Wenn die angesteckt ist, dann hat die in einer Nacht 4 oder 5 oder 6 andere angesteckt. Also seid da vorsichtig. Pilzerkrankungen, bei Frauen Vaginalpilz genannt, bei Männern Eichelpilz genannt, kann man sich auch schnell einfangen. Das geht durchaus mal beim Baden, beim Schwimmen, bei der Massage. Du weißt nie, wie die Handtücher gereinigt werden, mit welcher Temperatur die gewaschen werden und einmal aufs falsche Handtuch gelegt und du hast hier einen Pilz eingefangen. Kann passieren. Das juckt natürlich und wird genauso wie alles andere auch beim Geschlechtsverkehr weitergegeben. Überflüssig jetzt zu sagen, benutzt Kondome. Aber Kondome bieten einen Schutz, aber keinen 100%igen Schutz. Hinter mir können wir wieder die Königinnen der Nacht sehen, die hier auf Kundschaft warten. Und Kondome nützen nicht immer, auch beim Küssen können solche Krankheiten übertragen werden. Lasst euch regelmäßig testen. Wenn ihr in Urlaub wart, ihr kommt zurück, lasst euch zu Hause testen oder lasst euch hier testen. Ich erzähle euch gleich, wie ihr das hier für wenig Geld machen könnt. Pattaya Third Road in einer kleinen Seitenstraße gibt es eine Klinik. Da kann man sich für wenig Geld testen lassen. Der Test für diverse Geschlechtskrankheiten, für Syphilis, für Chlamydien, für den Pilz und für Tripper kostet zusammen 700 Thai Baht. Damit seid ihr dabei. Und ist relativ einfach. Es wird euch Blut abgenommen und ihr gebt eine Urinprobe ab. Und am gleichen Abend bekommt ihr dann das Ergebnis per E-Mail mitgeteilt. Ich habe den Test heute Morgen machen lassen und bin mal auf mein Ergebnis gespannt. Ihr solltet euch, wenn ihr hier seid, regelmäßig testen lassen. Sicher ist sicher. Es geht nicht nur um eure Gesundheit, es geht auch um die Gesundheit anderer.
So, die haben gesagt, das Testergebnis ist um 16 Uhr da und wird mir per E-Mail zugestellt. Bei mir haben wir es jetzt 16 Uhr und 5 Minuten. Vor wenigen Minuten ist auch tatsächlich die E-Mail gekommen mit dem Testergebnis. Und das werde ich euch jetzt einblenden. Ich habe das Ergebnis jetzt nicht zur Hand. Ich kann euch aber sagen, HIV negativ, Chlamydien negativ, Fungizid, also Haut negativ, alles in Ordnung, nichts festgestellt, Tripper oder Gonorrhoe negativ. Ich bin untenrum, bin ich kerngesund und sollte es mich irgendwo untenrum jucken, dann juckt es halt nur, dann habe ich Glück gehabt. Aber bitte an euch, wie gesagt, wenn euch die Alte noch juckt, das ist ein Plakat, das habe ich in Darmstadt an der Bushaltestelle gesehen. Da stand auch so eine Frau mit zugekniffenen Beinen und unten drunter, wenn euch der Alte noch juckt, und dann geht zum Arzt. Und das kann ich euch auch noch sagen, wenn euch die Alte noch juckt, wenn es juckt zwischen den Beinen, dann lasst so einen Test machen. Der kostet 700 Baht, das ist nicht die Welt. Die Frau für die Nacht, die hat wesentlich mehr gekostet. Und ob die euch noch mehr geschenkt hat als eine laue Nacht und mit allem, was dazugehört, wahrscheinlich hat sie euch noch ein bisschen was dagelassen, was ihr gar nicht wolltet. Lasst es einfach testen, tut eurer Gesundheit und euren Mitmenschen diesen Gefallen und gebt solche Krankheiten nicht weiter. Und ja, das war's dann für heute. Bleibt mir noch zu sagen, tut Gutes, habt Spaß und lasst euch hinterher testen und genießt euer Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.